Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Heute möchte ich euch mal dieses Buch, was ihr hier seht, vorstellen, nämlich das Buch Michael Jackson and Classical Music von Anthony King. Dieses Buch ist ganz neu noch, das ist gerade erst erschienen vor 2 Wochen oder so. Und als ich das gesehen habe, dass es das gibt, habe ich mir das direkt bestellt, weil ich mich direkt irgendwie davon angesprochen gefühlt habe. Und ja, jetzt habe ich das durchgelesen und ich möchte es euch heute kurz präsentieren. Ja, wie der Titel des Buches schon sagt, geht es darum, wie Michael Jackson in seinen Liedern, auf seinen Alben, aber auch in seinen Live-Shows und in seinen Videos bzw. Filmen klassische Musik mit eingebaut hat, von wem diese klassische Musik, die er benutzt, stammt und vielleicht auch, warum er die benutzt hat. Und dieses Thema betrachtet der Autor in diesem Buch hier sehr detailliert. Das heißt, er fokussiert sich nicht nur auf die klassischen bekannten Verwendungen von klassischer Musik bei Michael, dazu komme ich gleich später noch, sondern er spricht hier auch viele Beispiele an, die vorher eher selten oder vielleicht sogar noch gar nicht besprochen wurden. Zu Beginn aber noch ein paar Eckdaten zu dem Buch. Also das Buch hat 275 Seiten und das ist ein Taschenbuch, also Paperback, nicht gebunden. Und wenn ich das Buch mal umdrehe, könnt ihr auch ein kleines Bild von dem Autor Anthony King sehen. Das ist er hier. Er ist ein Experte für klassische Musik und aber auch ein Experte für Michael Jackson. Er kannte Michael wohl auch und er ist irgendwie auch Experte bei amerikanischen Fernsehsendern für eben Michael Jackson. Der ist auch Tänzer und hat auch einen YouTube-Kanal, den ich in der Beschreibung verlinkt habe. Der macht so Tanztutorials und sowas. Auch ziemlich gut, finde ich. Da könnt ihr vielleicht auch mal vorbeischauen. Bevor wir uns den Inhalt genau angucken, schauen wir uns erstmal diese Seite an. Es gibt nämlich eine Spotify-Playlist, die der Anthony King, der Autor, für die Leser dieses Buches zusammengestellt hat. Die ist auf der Website dieses Buches michaeljacksonclassical.com verlinkt. Und auf dieser Playlist, die ihr auf Spotify hören könnt, unabhängig davon, ob ihr dieses Buch gekauft habt oder nicht, da könnt ihr euch viele klassische Musikstücke anhören, nämlich die Michael Jackson irgendwann mal in seinen Werken eingebaut hat, aber auch Werke, die Michael Jackson vielleicht nicht eingebaut hat, die er aber privat besonders gerne gehört hat. Also hört euch diese Playlist ruhig mal an. Ich habe mir die schon mal angehört und da sind echt sehr schöne Stücke dabei. Viele bekannte Stücke, aber auch einige Stücke, die ich vorher noch nicht kannte. Als nächstes gucken wir uns dann mal kurz das Inhaltsverzeichnis an. Es beginnt also mit einer Introduction, einer Einleitung. Dann geht es weiter mit Michael Jackson Live, also wie Michael Jackson klassische Musik in seinen Live-Shows verwendet hat. In Teil 2 geht es dann um klassische Musik in Michael Jacksons Alben und in den Videos. Hier wird zum Beispiel auch der Moonwalker-Film mit berücksichtigt. Das dritte und letzte Kapitel, das sieht man hier, ist jetzt nicht fett gedruckt im Inhaltsverzeichnis. Da geht es um Michael Jackson und klassische Künstler, also irgendwelche Komponisten aus der heutigen Zeit, zum Beispiel auch Filmmusikkomponisten oder Musical-Musikkomponisten wie Andrew Lloyd Webber, die Michael Jackson mal getroffen hat oder mit denen er zusammengearbeitet hat. Ich möchte euch dieses Buch jetzt nicht im Detail zeigen. Es sind auch keine Bilder drin, also wenn ich es mal durchblätter, werdet ihr da auch nicht viel von mitbekommen. Ich möchte euch lieber kurz noch ein paar Sachen erzählen, die euch verdeutlichen, was genau ihr von diesem Buch erwarten könnt. Daher gehe ich jetzt mal die einzelnen Kapitel dieses Buches kurz durch und sage euch ein bisschen, wie gesagt, nur eine ganz kurze Zusammenfassung, was hier drin so steht. In der Einleitung motiviert der Autor sozusagen so ein bisschen seine Arbeit. Er geht hier verschiedene klassische Künstler durch, also zum Beispiel Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli oder André Rieu, und schreibt so ein bisschen, wie viel Musik die gemacht haben, wie viele Alben die verkauft haben und rechtfertigt sozusagen damit, sich auf Michael Jackson als ja vielleicht sogar klassischen Künstler zu konzentrieren. Und Michael hatte hier auf dem Dangerous und dem History-Album jeweils klassische Musik mit drauf. Das alles könnt ihr dann in diesem Buch noch nachlesen. Das macht Michael Jackson natürlich noch lange nicht zu einem klassischen Künstler, aber eben zu einem Künstler, der klassische Musik mit auf seinen Alben drauf hat. Und zusammengerechnet haben sich Dangerous und History ja über 70 Millionen Mal verkauft. Und das macht Michael Jackson dann eben zu einem der erfolgreichsten Künstler, die klassische Musik mit auf ihren Alben mit drauf haben. Eben mit diesen über 70 Millionen verkauften Einheiten. Im ersten Kapitel, in dem es um klassische Musik in Michaels Live-Shows geht,
geht es zum Beispiel auch um den Brace Myself Teaser, den ihr mit Sicherheit alle kennt. Trotzdem hier nochmal ein kleiner Ausschnitt. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, um das es hier geht. Und von diesem Stück, was da in diesem Teaser als Musik hinzugefügt wurde, da hat er zum Beispiel dann auch den Text mit dabei, ganz original im Lateinischen und dann noch einmal als englische Übersetzung. Und generell gibt es hier sehr viele Unterüberschriften in diesem Buch. Man sieht hier immer so die Unterüberschriften, das ist sehr schön gegliedert, und auch wenn dieses Buch eben in Englisch ist, kann man alles sehr gut verstehen, weil es eben so schön untergliedert ist, und das setzt sich auch in dem ganzen Buch fort. Dann ist da auch mal der Songtext zwischendurch oder die Credits von einem bestimmten Lied, die er entweder selber recherchiert hat oder die so im Booklet von einem Album stehen, und so setzt sich das dann eben auch fort, wenn wir uns das Kapitel über klassische Musik in Michael Jacksons Songs und Videos ansehen. Oder auch das letzte Kapitel, wo es darum geht, wie Michael Jackson mit klassischen Komponisten zusammengearbeitet hat. Was ich ganz witzig finde, ist, dass Anthony King, da habe ich nochmal so einen Klebezettel reingeklebt, auch das Album des Londoner Symphonieorchesters, wo ich ja schon mal ein Video zu gemacht habe, mit berücksichtigt. Das kann man hier also auch nochmal alles genau nachlesen. Ja, generell kann man sagen, dass dieses Buch hervorragend recherchiert ist. Hier steht also auch sehr vieles drin, wo ich vorher noch nie was von gehört habe. Es werden hier nicht nur wirklich klassische Musikstücke, die irgendwie schon älter als 100 Jahre sind, berücksichtigt, sondern zum Beispiel auch Filmmusik, wie zum Beispiel aus der Dangerous Live Performance. Aber natürlich auch Musikstücke von den ganz großen Meistern, wie zum Beispiel Mussorgsky. Ja, so viel zu diesem Buch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschwafelt und euch ein paar interessante Informationen über dieses Buch gegeben. Wie gesagt, dieses Buch ist auf Englisch erschienen. Es wird aber wohl auch noch auf Deutsch erscheinen. Aber ich wollte jetzt nicht abwarten, ob und wann das jetzt auf Deutsch erscheint. Ich habe es auch auf Englisch sehr gut verstehen können, obwohl mein Englisch höchstens mittelmäßig ist. Das muss natürlich jeder von euch selber wissen. Dieses Buch kostet irgendwie 18 € und das kann man auf Amazon bestellen. Das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde dieses Buch jedem empfehlen, der sich für klassische Musik vielleicht ein bisschen begeistern kann. Aber ich denke mal, das kann eigentlich jeder. Klassische Musik ist für mich was Zeitloses. Die Werke von Bach sind schon 300 Jahre alt und die hört man immer noch, und ich glaube, die wird man auch in 300 Jahren noch hören. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Bis mein nächstes Video kommt, könnt ihr euch wie immer noch meine anderen Videos angucken. Die Playlist, die müsstet ihr jetzt hier verlinkt sehen. Und ihr könnt mich auch auf Facebook besuchen, und neuerdings könnt ihr mich auch auf Instagram besuchen, denn da habe ich jetzt auch einen Account erstellt. Mal gucken, wie aktiv ich da sein werde. Aber ihr könnt mich ja auf jeden Fall mal dort besuchen. Bis bald!